Guten Nachmittag, Herr Mittelberger. Die erste Frage lautet, wie sind Sie zu Ihrem Handwerk gekommen? Ja, es ist so, dass wir als Familie wir haben das Handwerk von unserem Vater mitgekriegt. Und schon unsere Mama hat den Salben hingebracht zu dem Vater. Und wir haben gedacht, mit der Werkstatt auch spielen. Er hat allem uns Aufmerksamkeit gegeben. Und ich muss sagen, über die Jahre hinweg haben wir unseren Vater eigentlich nie gehört, dass er über das Handwerk geschimpft hat, sondern er hat auch allem mit Freude geredet. Und also haben wir gewusst, wir schlagen den Bereich ein. Und wie verlief Ihre Ausbildung? Wir haben praktisch beim Vater angefangen, als Lehrling normal. Aber mein Vater hat noch gesagt, sein Handwerk, es ist das Plastik so gewesen und das Edelstahl, es ist besser, wenn du was anderes machst. Und dann bin ich eben auch weggegangen und habe die Tischlerlehre auch gemacht. Wir haben es unterbrochen beim Vater, die Tischlerlehre gemacht und sind dann das abgeschlossen bis zur Meisterprüfung. Und dann sind wir wieder zurück im Betrieb daheim, haben eigentlich alles auf Tischlerei umgestellt. Und dann haben wir wieder angefangen mit den Fass, weil wir sind eigentlich man muss sagen, durch den, dass der Euro gekommen ist, haben wir auch gekannt, praktisch überleben, weil wir viel Holz von Ausland müssen kaufen. Und so sind wir in unserem Handwerk treu geblieben. Und was fasziniert Sie besonders an Ihrem Handwerk? Also, das Fassbinderhandwerk ist einfach toll, weil man von Rohstoff schon startet. Und wir gehen im Wald, suchen die einzelnen Bäume aus. Und dann ist man auch bei der Fällung mal von einem Baum dabei, das was auch wirklich ganz spektakulär ist und man muss sagen, wunderschön. Aber auch mit einem gewissen Respekt ist man da gegenüber, weil so ein Baum ist schon mal 130 Jahre gestanden und danach mache ich daraus ein fertiges Produkt und wo der Wein drin reift und der Kunde noch erfreut hat von den Wein. Und dann ist das wirklich ein sehr schönes Erlebnis, das gefällt einem. Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei Ihnen aus? Ja, bei mir ist es jetzt so, ich bin jetzt im Betrieb mehr da für das Qualitätsmanagement. Meine Arbeit fängt mehr an jetzt. Ich bin auch viel Büro, weil eben auch die Bürokratie bei uns stark gestiegen ist. Aber ich überwache das, was in der Werkstatt unten ist. Oder wenn es Probleme direkt beim Machen gibt, oft wenn es beim Holz etwas sicher gibt oder so, oder die Dichtheit nicht ganz ist, nachher werde ich da gerufen zum Einsatz und gebe halt die Anweisungen, weil ich einen großen Erfahrungsschatz habe. Und sonst muss ich mich halt mit Kunden, die was allem etwas wissen über das Fass und so speziell um das kümmern. Also Sie haben eine jahrelange Erfahrung und wie hat sich Ihr Handwerk in den letzten Jahren verändert? Ja, bei uns das Fass ist nicht mehr ein Behälter, wie es früher mal gewesen ist, sondern ein Werkzeug zum Verfeinern vom Wein. Und da der Wein bleibt langlebiger und auch gesünder im Fass, und man braucht weniger oder auch fast gar keine Mittel zusetzen. Und deswegen hat es fast ganz einen anderen Stellenwert gekriegt. Sagen wir nicht mehr Behälter, sondern es ist ein Schatz. Eigentlich der größte Wert von einem Betrieb, der was Wein macht, ist eigentlich im Keller und lagert sein, und dann ist das sehr sensibel geworden. Und wichtig. Und wichtig, ja. Welche Bedeutung hat das traditionelle Handwerk heute für Südtirol? Ja, durch den, dass Südtirol ein Weinland ist, Kimperdin schon 4, ist es schon sehr wichtig, dass das auch einfach weitergeben wird. Und wir setzen auch Wert darauf, dass wir schon Lehrlinge ausbilden und dass es weitergeht. Und eben, was möchten Sie dann an die nächste Generation weitergeben? Einmal ist es wichtig, dass man das ganze Wissen, was es darum geht, weil es ist eine große Fertigungstiefe, dass es ja richtig umgeht. Und wir haben gesehen, durch den, dass es ganz wenig oder halt fast gar nichts Unterlagen gibt und so, müssen wir auch ein Buch machen oder irgendwas, das ganze Wissen einmal festschreiben und das so in die nächste Generation und so weiterbringen. Und für Südtirol speziell, glaube ich, es sind andere Regionen, die keinen Fassbinder haben und die leiden schon. Aber mir muss sagen, bei uns ist es auch so ein bisschen, dass Südtirol, vielleicht ist man oft einmal der Prophet im eigenen Land, nicht mehr so wichtig. Ne?
Aber das ist eine Zeit, die man wieder überbrücken muss. Das ist halt ein Auf und Ab. Nicht? Das gibt man halt so ein, die Generationen weiter oder in die Nachfolger, dass das Handwerk, es ist schon ein Auf und Ab, aber es hat sich über Jahrtausende, muss ich sagen, durchgesetzt. Nicht? Jetzt gibt es halt noch. In Ihrer täglichen Arbeit, was sind die größten Herausforderungen in Ihrem Beruf? Ja, einmal ist es allem, wenn ich es jetzt auf dem Ding sehe, dass man die Rohstoffbesorgung, das ist allem ein großer Kraftaufwand für uns. Weil wir müssen da allem in Wälder hinfahren und wir wissen ja nie, wie gehackt wird oder wenn gehackt wird. Dann ist das eine große auch, weil es ja mit den Klimaveränderungen, es ist oft Trockenstress und so, dass die Pflanzen, das ist eins, was uns das Handwerk direkt so sagt, dass wir uns müssen allem anpassen. Und das zweite ist die ganze Bürokratie, was allem dazu kommt, wo man es nicht mehr keinen rein über Holz, und Holz ist ja nie gleich, ist ja kein Stoff, der was so wie ein Kunststoff, der was allem gleich ausschaut. Und die ganzen Herausforderungen, weil uns dann mehr Zeit genommen wird, ist halt sehr schwierig und intensiv. Wir reden jetzt ein bisschen von Kundenstock. Wie wichtig ist der persönliche Kontakt zu Ihrem Kunden? Also uns als Handwerksbetrieb ist es fundamental wichtig, dass wir direkt Informationen vom Kunden selber kriegen. Deswegen verkaufen wir halt selber und wir besuchen auch unsere Kunden regelmäßig. Sicher, die weiter weg sein kann es oft einmal 2 oder 3 Jahre dauern, aber das garantieren wir, dass wir komplett allem vorbeikommen und dann das Ergebnis zusammen in Wein verkosten und darüber halt sprechen oder analysieren. Das heißt, dass Sie keine Vertreter haben? Sie pflegen die Kunden direkt? Ja, genau. Es ist für uns, dass wir eben das alles direkt machen. Wir haben keinen Vertreter weltweit nicht. Das macht alles mein Bruder, der Peter. Er hat sich eben auch sehr drum umgetan. Nicht? Er spricht Französisch, Spanisch, Englisch und ist 75 geboren. Und er hat sich das alles schon gemacht und bleibt selber schaut er allem, dass er in Übung bleibt und so. Und ich bin halt mehr da in der Werkstatt, was das kontrolliert. Und dann haben wir noch Markus, das ist der andere Bruder, der ist halt mehr fürs Holzlager. Bei mir 2 verschiedene Standorte. Und was betrachten Sie als Ihren größten beruflichen Erfolg? Ja, Erfolg, ich habe das überhaupt nie so richtig umgeschaut, sondern mir macht der Beruf volle Freude. Und seit Kimmer 4 habe ich durchaus einen Erfolg, weil es mich einfach daran freut. Ich bin, ich hätte mir nie gedacht, dass unser Vater sich auch daran so freut, dass er das auch durchgehalten hat, weil er hat die schlimmsten Zeiten gehabt, weil Kunststoff das als Chemisch und der hat nie darüber geschumpfen. Und ich sehe das eigentlich als Erfolg, dass wir als Familie in dem Beruf treu sein geblieben und da unsere Kinder sind eigentlich auch alle motiviert. Eben, und welchen Rat würden Sie jungen Menschen geben, die sich für ihr Handwerk interessieren? Einmal, man muss sich die Arbeit schon aussuchen, die einem Freude macht, aber man muss sich bewusst sein, dass es allen wieder Hürden gibt und dass man einmal fallen kann. Aber man weiß danach, ist echt wieder, hinter jeder Wolke ist ein blauer Himmel, nicht? Dass man an das festhaltet und zurückdenkt, wenn schlimme Zeiten sind oder so, an die schönen Sachen. Und dann geht es halt weiter. Das darf ich halt mitgeben, so junge Leute. Sie haben vorher, vor dem Interview, über ein Forschungsprojekt geredet. Kannten Sie das ein bisschen besser? Oder ja, es ist, wir haben erst die Anträge gestellt, aber es geht darum, Fässer intelligent zu machen, praktisch, dass man sie halt kann einfach halt messen und kontrollieren, wie verhaltet sich der Wein drinnen und so alles. Weil das ist ja eigentlich so ein Aufwand. Eine Kellerei hat ja oft ganz viele Fasseln und ob da jeder halt ganz motiviert ist, da als jeden Fassel zu kontrollieren oder zu überwachen, war halt die heutige Technologie, wo man das kann dann einfach oder man kann das halt viel besser überbrücken und das ist dann eine große Erleichterung. Jetzt, wie das im Detail ausschaut, ist schon ein bisschen zu früh, dass ich sagen, das ist eine andere.
Und wie sehen Sie die Zukunft Ihres Handwerks? Ja, ich sehe die Zukunft eigentlich schon sehr positiv. Sicher gibt es allem ein Auf und Ab, aber ein Holzfass hat eigentlich schon gezeigt, wir haben Fässer, die was 100 Jahre alt sind. Und oftmals ist der Weinsamen noch drinnen. Aber heute gibt es Lösungen, wo man fast besser reinigen und spielen kann. Und wenn uns das da mit dem Überwachen auch noch gelingt, dann ist es eigentlich ein Produkt, was total nachhaltig ist, weil der Rohstoff Holzwachs eigentlich noch. Und wenn man das dann einmal 30 Jahre ohne Probleme benutzen kann, dann ist das, glaube ich, schon, dann darf man kein Fass mehr in Edelstahl oder in Kunststoff verwenden, sondern man muss auf den natürlichen Rohstoff Holz zurückgreifen. Danke. Bitte.